Wenn du deine Videos abwechslungsreicher gestalten willst, brauchst du mehr Möglichkeiten im Schnitt. In diesem Video möchte ich dir die 5-Shot-Regel vorstellen, die dir genau dabei hilft, von jedem Dreh mit genügend Schnittmaterial nach Hause zu kommen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindNet. Auf unserem Kanal geben wir dir Tipps für dein Videomarketing. Wenn du Videos drehst, weißt du sicherlich, wie wichtig es ist, genügend Material für den Schnitt zu haben. Filmst du eine Szene in nur einer Einstellung, wirst du dir spätestens im Schnitt wünschen, du hättest mehr Bilder aufgenommen. Und das nicht ohne Grund. Zusätzliches Videomaterial ermöglicht dir zum einen mehr Gestaltungsspielraum im Schnitt, zum anderen machen sie deine Geschichten spannender und geben deinen Zuschauern Orientierung. Achte daher darauf, bereits beim Dreh genügend Schnittmaterial aufzunehmen. Was dir dabei hilft, ist die 5-Shot-Technik. Was es allgemein beim Dreh eines Imagefilms zu berücksichtigen gibt, erfährst du im hier verlinkten Video. In diesem Video geht es konkret um die Wichtigkeit von Schnittbildern und wie dir die 5-Shot-Methode beim Drehen hilft. Also, was ist die 5-Shot-Technik? Im Grunde ist es eine ganz einfache Faustformel, die besagt, dass du von jeder Szene, die du aufzeichnest, 5 unterschiedliche Einstellungen drehen solltest, um sie später abwechslungsreich und dynamisch schneiden zu können. Wichtig dabei ist, dass sich die Einstellungsgrößen und Blickwinkel stark genug unterscheiden, aber auch nicht zu stark. Das Thema Einstellungsgrößen habe ich dir im hier verlinkten Video mal etwas genauer erklärt. Um das zu veranschaulichen, möchte ich dir heute Ernie vorstellen. Ernie ist Mediengestalter bei MindNet. Zu Ernies Aufgaben gehört es, Videos zu schneiden und genau dabei möchten wir ihn heute filmen. Nehmen wir also an, wir wollen für einen Film darstellen, wie der Videoschnitt bei MindNet aussieht. Als Orientierung dienen uns dabei die 5 Ws. Bei der Aufnahme einer Szene sollten die 5 Ws beantwortet werden bzw. vorkommen. Nämlich wo, was, wer, wie und wow. Der Zuschauer sollte also beim Anschauen wissen, wo sich die Story abspielt, wer daran beteiligt ist, was die Person macht und wie die Handlung ausgeführt wird. Meistens bietet es sich an, mit der weitesten Einstellung anzufangen und die sollte das Wo beantworten. Wir filmen also eine Totale, die Ernie den Arbeitsplatz und etwas drumherum zeigt. Als nächstes ist das Was dran. Wir sollten uns eine Einstellung suchen, die gut erkennen lässt, woran die Person vor der Kamera arbeitet. In unserem Fall spielt sich das auf dem Monitor ab. Um eine visuelle Verbindung herzustellen, lassen wir Ernies Kopf noch ein bisschen im Anschnitt. Aber unscharf. Kommen wir nun zum Wer. Hier sollte man auf jeden Fall die Person zeigen, um die es geht. Es könnte eine Nahaufnahme des Gesichts sein oder eine etwas weitere Einstellung, bei der der Computer noch leicht im Bild ist. Das Wie kann je nach Szene sehr unterschiedlich sein und sollte etwas darüber aussagen, was das Besondere an der Art ist, wie eine Aktion durchgeführt wird. In Ernies Fall zeigen wir in Details der Tastatur, an der er arbeitet, wie er Hotkeys verwendet. Die größte kreative Freiheit hast du beim Punkt Wow. Versuch einfach eine ungewöhnliche Einstellung zu finden. Wir haben uns für eine extreme Aufsicht entschieden, einen sogenannten Top-Shot. Und hier noch ein Tipp, wenn du die 5-Shot-Technik bei deinem nächsten Dreh anwenden willst. Am besten funktioniert der Schnitt später, wenn du möglichst in eine Aktion schneiden kannst. Idealerweise solltest du also die Person oder Personen vor der Kamera mehrfach die gleiche Aktion durchführen lassen, während du sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln filmst. Und noch etwas ist wichtig. Jede Einstellung sollte mindestens 10 Sekunden lang sein, ohne Kamerawackler. Und auch bei Kamerabewegungen solltest du darauf achten, am Ende der Bewegung nochmal kurz bis 3 zu zählen und dann erst die Aufnahme zu beenden. Du wirst sehen, das wird dir im Schnitt extrem weiterhelfen. Was bringt dir die 5-Shot-Technik also für die Praxis? Das Gute an der 5-Shot-Regel ist, dass sie einfach und extrem flexibel ist. Frag dich einfach in jeder Situation, die du drehst, habe ich schon 5 unterschiedliche Einstellungen gedreht? Wenn du dir angewöhnst, das in jeder Situation zu beherzigen, machst du dir die Arbeit im Schnitt viel leichter. Was dir dabei helfen kann, ist deine Einstellung im Vorfeld in einer Shotlist zu planen und aufzuschreiben. Achte bei der Aufnahme der 5 Einstellungen darauf, dass jedes Bild für sich genommen gut und qualitativ hochwertig aussieht. Wie du zu schöneren Aufnahmen gelangst, zeige ich dir im hier verlinkten Video zum Thema Bildgestaltung beim Videodreh. Also fassen wir nochmal zusammen. Die 5-Shot-Regel hilft dir, mehr und bessere Schnittbilder zu drehen. Wenn du der Typ bist, der gerne mit Checklisten arbeitet, kannst du die 5 Ws abhaken. Geh sie ansonsten im Kopf durch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.